Und weiter geht's im Dauerlauf mit unserer Repulsine. Ich habe mir es mal jetzt nicht nehmen lassen und Nausicaa hier ausgedruckt und ein bisschen angemalt. Vielleicht hatte die ja auch so eine Repulsine hier unten drin. Wer weiß, keine Ahnung. Oscar gekrönter Film aus Japan von 1984, wo es zwei Versionen davon gibt. Einmal für die westliche Welt und einmal für die östliche Welt. Steht alles auf Wikipedia, könnt ihr euch ja mal durchlesen. So, heutiges Thema bei der Repulsine ist die Mitte der Scheibe. Da wo mein Finger gerade hier drin steckt. Und da dazwischen wird gemunkelt, soll ein gewisser Schauberger Zement die zwei Scheiben hier zusammenhalten. Und dem Schauberger Zement werden da piezoelektrische Eigenschaften nachgesagt, wodurch es dann sein kann, dass wenn die hier dann in Vibration kommen, die Scheiben, dass in der Mitte dieser Piezo praktisch somit losgelegt wird und er enorme Spannungen kreieren kann, die auch richtig was leisten können. Hier könnt ihr mal sehen, was so ein Piezo imstande ist, an elektrischer Leistung zu bringen. Aber im Comment vom Video unten drunter steht, dass der Effekt nur nicht sehr oft funktioniert und das dann immer schwächer und schwächer wird. Und er ist auch nicht gewillt, die Zutaten dafür zu veröffentlichen. Und die Zusammensetzung für den Schauberger Zement müssen wir wahrscheinlich auch wieder selber zusammenfinden, wenn uns das normale Steigerverhalten von der Repulsine an sich nicht schon reichen würde. Vielleicht ist das ja auch nur ein kleiner Gimmick, dieser Schauberger Zement hier oben. Weil ganz am Ende zeige ich euch mal ein Video, was vorhin gerade in der Schauberger Gruppe gepostet wurde. Da haut es mir fast die Schuhe aus, wie simpel das doch eventuell sein kann, um hier ein bisschen nach oben zu schweben. Aber wer weiß, was noch so alles damit möglich ist mit dem ganzen Teil. Und ein anderer Punkt, der nach dem letzten Video extrem in die Kritik geraten war, ist derjenige. Und zwar habe ich ja immer davon erzählt, dass hier oben, wo jetzt die Blume drin steckt, dass da Wasserstoff reingesaugt wird in die Mitte. So, und jetzt sieht es aber wahrscheinlich so aus, dass wir gar keinen verfügbaren keinen verfügbaren Wasserstoff in unserer Umgebungsluft hier drin haben. Dass der sich sofort mit allem Möglichen bindet, wenn er da irgendwo entsteht und angeblich hier nichts in der Luft gemessen wird. Ich finde es schon echt bemerkenswert, wenn hier über 70–80% aus Meer und Wasser bestehen. Und da die Sonne drauf knallt und in dem Wasser viele verschiedene Steine drin sind, die für eine Elektrolyse sorgen, wo andauernd Wasserstoff entsteht. Und dann soll hier in der Atmosphäre kein Wasserstoff zu messen sein. Ich finde das irgendwie mehr als komisch. Aber vielleicht habt ihr ja eine Idee, warum der Viktor und der Fritz und der Walter jetzt auch, immer von Wasserstoff und Sauerstoff reden, was hier angesaugt wird und hier unten dann wieder zusammenkommt. Gut, okay. Und wenn das mit dem Wasserstoff stimmen sollte, der dann hier oben eingesaugt wird, dann kann es schon von Vorteil sein, dass dieser Schauberger Zement eine andere Ladung hat, dass er den Wasserstoff praktisch anzieht. Na, da habe ich auch viele Comments bekommen, die mich darauf hingewiesen haben, dass das damit zusammenhängen könnte. Und dann können wir auf die Suche gehen. Also, was wir jetzt direkt vom Fritz wissen, ist Selen mit Wasserglas und bestimmten Stoffen vermischt. Und hier aus einem anderen Patent vom Viktor hat er in diese Platte reingeschrieben, dass es aus Aluminium, Silizium und Wasserglas bestehen würde. Jetzt kursieren aber überall noch diese Gerüchte von diesem roten Quecksilber. Deshalb hier hinten mal das rote Blatt. Und ich bin da auch mal ein bisschen auf die Suche gegangen und ich weiß nicht, ob es uns weiterbringt, aber hier bin ich momentan rausgekommen und zwar habe ich erstmal geguckt, was denn dieses rote Quecksilber ist. Es hat jemand geschrieben, dass es sich um Quecksilber-2-Sulfid handeln soll, was da in dem Schauberger Zement angeblich mit drin war. Und auf Seilnacht habe ich eigentlich immer gute Infos gefunden, also bin ich gleich mal auf die Seilnacht-Seite gegangen. Und da bin ich dann am Zinnober festgehangen und der Zinnober ist Cinnabarit. Und wenn man bei dem Cinnabarit weiter guckt, was das so Besonderes kann, fällt auf, dass es eine extrem hohe Polarisationseigenschaft hat, wenn ich das jetzt so richtig ausgesprochen habe. Also irgendwas polarisiert das extrem. Ich habe von der ganzen Materie überhaupt noch keine richtige Ahnung.
Ich weiß nicht, ob das Licht hier übelst polarisiert wird oder ob hier irgendwelche Ladungen polarisiert werden. Aber allein dieses Wort extreme oder übermäßige Polarisation sticht doch hier schon mal ganz schön ins Auge, finde ich, oder? Okay, mit den Gedanken lasse ich euch dann erstmal wieder in die Freiheit und ganz am Ende noch diese kurze Clip, der mir die Schuhe ausgezogen hat und vielleicht zieht es einem oder anderem von euch dann auch die Schuhe aus. Deshalb habe ich nämlich hier in der Mitte dieses Ding hingemacht, aber bei mir klappt das nicht so schön wie in dem Video. Da braucht man also nicht unbedingt die exakte Form von dem Kudu-Horn, so wie es aussieht. Das ist ja mega heftig. Vielleicht wird es gar nicht so kompliziert, wie wir dachten. Zwischendurch gab es da nämlich einen Post in der Gruppe, wo auf ein ganz spezielles Horn in der Bibel angedeutet wurde. Und zwar hat da jemand recherchiert, dass in der Originalübersetzung da nicht von Lichtstrahlen die Rede ist, sondern von einem Horn. Und naja, überall, wo Religion und Mystik und so mit einer Rolle spielt, da gibt es dann immer dieses Ding zwischen Gut und Böse und ach, der böse Teufel und so weiter und so fort. Ich war auch mal eine Zeit lang auf dem Trip. Ich bin in dieser Schule hier, bin ich in der Grundschule gewesen und letztes Jahr hat meine Freundin und ich haben da erst rausgefunden, wie das nachts bei Beleuchtung aussieht und da habe ich erstmal einen ganz schönen Schrecken bekommen, habe gedacht, ach du meine Güte, bist du hier in der Schule des Satans unterwegs gewesen? Ja, die Leute, die das damals konzipiert haben, die haben sich auf alle Fälle was dabei gedacht, was der Lichtschattenwurf in der Nacht dann ausmacht. So, und das habe ich dann meiner Nachbarin mal erzählt. Und da guckte mich mit ganz großen Augen an. Das ist so ein Wikinger-Fan und Germanen-Fan, ne? Und sagt, na, Thorsten, sag mal, weißt du denn gar nicht, dass das eigentlich das alte Zeichen vom Tor ist, diese Hörner? Der soll damals angeblich mit Ziegen unterwegs gewesen sein. Ziegen haben irgendwie seinen Wagen gezogen vom Tor. Und nachdem dann die Christen gekommen sind und dieses heidnische Gebiet hier praktisch unterjocht haben, da haben die das alles ins Negative gedreht. Ne? Da ist das satanisch gemacht worden, das mit den Hörnern. Ja, da habe ich gar nicht mal so schlecht geguckt. Aber irgendwie scheint ja allgemein diese nordische Mythologie da ziemlich fortgeschritten zu sein. Ich kann mich nur erinnern, äh, dass die ja angeblich gedacht haben, dass wir in einem riesen Schädel leben. Und jetzt hat eine Germanin in den letzten Jahrzehnten genau das mathematisch mehr oder minder bewiesen, wenn ich das mal so ausdrücken kann. Also für die Kronenchakra-Menschen jetzt da draußen, wenn ihr den ultimativen Beweis sucht, dass alles eins ist und sich alles gegenseitig erfahren will, dann wäre das eigentlich der ultimative Beweis, was die Gabi hier geliefert hat. Da komme ich schon wieder ins Stottern. So aufregend ist das. Das hat kaum Beachtung gefunden bisher. Also wirklich. Also in 10 Jahren oder 13 Jahren, seitdem das jetzt hier auf YouTube sogar schon veröffentlicht ist, hat es kaum Klicks und ich weiß nicht, wie viele Leute die Tragweite dessen eigentlich schon überrissen haben. Ich habe so verstanden, dass es seit den 70er Jahren ja diesen Benoit Mandelbrot gegeben hat, der da mit seinem Apfelbrotmännchen ziemlich für Furore gesorgt hat. Dann, als die Computer rausgekommen sind, haben die ersten Computer dieses Apfelbrotmännchen genutzt, um ihren Benchmark zu machen, praktisch um zu gucken, wie viel Rechenleistung der Computer hat. Heutzutage sind die Rechner so weit entwickelt, dass sie so ein Apfelbrotmännchen 3D durchscannen können. Und das ist aber noch nicht das Ende der Fahnenstange gewesen. Ne? In der Wendezeit, als die ersten PCs an den Unis gewesen sind, hat die Gabi da Zugang zu so einem Rechner gehabt, zu so einem Robotron-Rechner, soweit ich weiß, und konnte da ihre ersten Fraktale mal ein bisschen damit berechnen und hat die Formel aber weitergerechnet, ne? Auf einen Nenner heruntergebrochen, praktisch das Bild des Urapfelbrotmännchens herausbekommen. Ne? Also wenn man praktisch etwas mit sich selbst, also mit dem Kehrwert von sich selbst potenziert, dann kommt ein Bild raus, in was man auch schön hineinzoomen kann. Tja, naja, und guckt halt mal. Was will ich denn dazu jetzt noch sagen, ne?